Kann ich Ihnen helfen? Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen. Der Graf fährt nicht nach Paris, während es hier drunter und drüber geht. Arno, was willst du denn hier? Mein Recht. Du. Ja. Auf deiner Hochzeit. Du hast mich geoutet. Arno, warte! Johannes ist wirklich in Paris, auf der Beerdigung von Cécils Eltern. Was? Sagst du mir jetzt endlich, was los ist? Liest du keine Zeitung? Brandenburg steht vor dem Konkurs. Wie? Die Lahnsteinbank hat das Kongresszentrum mit Schwarzgeld finanziert. Das wusste ich nicht. Ja, da haben wir was gemeinsam. Johannes und Ansgar von Lahnstein haben mich ins offene Messer laufen lassen. Johannes ist mit seinen Gedanken total Ich bitte dich, Nico. Dein Vater ist der Chef der Holding. Er hätte mich informieren müssen. Er ist mir verdammt nochmal Rechenschaft schuldig. Warum hast du das getan? Carla, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich dachte, ich hätte dir mit dem Outing eine schwere Last von der Seele genommen. Du bist so ein mieses Charakterschwein. Dabei habe ich mich noch nicht mal bedankt für deine Mithilfe. Ja, ohne deine rührenden Tränen wäre die Aufnahme nur die Hälfte wert gewesen. Dir wird dein dreckiges Grinsen schon noch vergehen. Vater wird dir diesen Verrat nie verzeihen, wenn er die Aufnahme auf dem Laptop sieht. Das mag schon sein. Na? Auch ein? Ich glaube, den können wir jetzt beide gut gebrauchen. Hm? Nicht? Das ist aber schade. Ansgar! Tja, ich glaube, dir wäre besser bekommen. So, hier. Danke. Du musst bei der Leitung der Haftanstalt den Besuchsantrag stellen. Aber denk daran, die brauchen mindestens einen Tag, um den zu bewilligen. Kann ich wenigstens gleich Anträge für mehrere Tage stellen? Das macht keinen Sinn. Du darfst deinen Vater sowieso nur eine halbe Stunde pro Woche sehen. Ist das dein Ernst? Eine halbe Stunde? Ja, leider. Meinst du, dieser Zeuge, der auf der Landstraße an der vorbeigefahren ist, meldet sich noch? Ehrlich gesagt, je länger dieser Vorfall zurückliegt, desto weniger... Hallo. Und das alles nur, weil Felix' Mutter der Meinung ist, sie müssen sich an meinem Vater rächen. Vanessa, mein Angebot steht noch. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Du weißt genau was. Bringt deine Mutter dazu, meinem Vater ein Alibi zu geben. Welches Alibi? Das weißt du genau. Deine Mutter hat meinen Vater auf der Landstraße gesehen und sie streitet das ab. Vanessa, pass auf. Ich fahre morgen noch mal in die Lahnstein Holding, um ein paar Sachen für deinen Vater zu holen. Ich werde noch mal versuchen, mit Silvia zu reden. Wir müssen alles tun, um Dads Unschuld zu beweisen. Ich habe ja kapiert, dass Handys hier drin verboten sind. Aber bei jeder Vorschrift, da gibt's doch, naja, einen gewissen Spielraum. Ich will doch nur mit meiner Frau und mit meiner Tochter telefonieren. Sie sind verheiratet? Haben Sie Kinder? Bestimmt. Sie sehen aus wie ein guter Vater. Sagen Sie das mal meinen Kindern. Wissen Sie, meine Kleine, die heult sich zu Hause die Augen aus. Sie würde sonst was drum geben, um meine Stimme nur mal kurz zu hören. Besorgen Sie mir ein Handy. Ich verfüge über die Mittel, um mich erkenntlich zu zeigen, wenn Sie verstehen. Nee,
Ein schönes Geschenk für Ihre Kleinen, das springt auf jeden Fall raus. Oder wann waren Sie das letzte Mal mit Ihrer Frau in einem guten Restaurant? Oder wie wär's mit 2 Wochen Karibik für Sie und Ihre Familie? Sie haben mein Herz. Ich weiß das. Ach, Arno. Ich hatte gerade Nico am Telefon. Sie ist ganz durcheinander. Erst der Tod von Cecils Eltern und jetzt auch noch du mit deinen Vorwürfen gegen ihren Vater. Arno, sie kann doch nichts dafür, dass wir Ärger mit ihrem Vater haben. Es geht um die Existenz meiner Firma und um die meiner Leute. Aber Nico... Elisabeth, ich habe jetzt wirklich keinen Kopf für Nikos Befindlichkeiten. So geht das schon den ganzen Tag. Wahrscheinlich einer deiner Leute. Sie haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Brandner? Ah, Ingo. Na, wie geht's dir? Ja klar, verstehe ich deine Sorgen. Nein. Wir gehen davon aus, dass der Baustopp bald aufgehoben wird und wir wieder weitermachen können. Nein, Ingo. Das wird schon wieder. Gruß zu Hause. Er muss das Ganze von langer Hand geplant haben. Als ich Vater meine Beziehung zu Hannah beichten wollte, hat er es mir ausgeredet. Und er war es auch, der mich in die Ehe mit Bernd getrieben hat, obwohl ich mich noch gar nicht dafür entschieden hatte. Um dich in Zugzwang zu bringen. Um mich dann ausgerechnet am Tag meiner Hochzeit auffliegen zu lassen. Das muss ein totaler Schock für deinen Vater gewesen sein. Ansgar hatte schon immer viel Gespür für das richtige Timing. Der hat mich von vorne bis hinten verarscht und ich hab's noch nicht mal gemerkt. Ja, wie denn? Er ist dein Bruder. An deiner Stelle hätte ich ihn auch für loyal gehalten. Das alles nur für den Kampf um die Holding. Er wollte mich als Konkurrentin ausschalten, weil ihm seine Karriere wichtiger ist als ich. Dabei hätte ich ihm die Führung doch nie streitig gemacht. Warum ist er denn nur so krank? Ja, was hast du jetzt vor, so ganz ohne Beweise? Ich weiß es nicht. Ich muss mich erst mal abreagieren, sonst platze ich. Carla! Ja? Hast du noch mal was von Dad gehört? Nein. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wie wir ihm helfen können. Vanessa, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Und Dad sitzt unschuldig im Gefängnis und dir ist das egal? Natürlich nicht. Aber ich kann diese Entlastungszeugen auch nicht einfach herbeizaubern. Und so wie ich Tanja und Ansgar einschätze, lassen die uns keine Chance. Die haben alles so arrangiert, dass wir keine Beweise für Bernds Unschuld finden können. Und da willst du einfach aufgeben? Nein! Wir können Dad jetzt nicht im Stich lassen. Dann kriegt er lebenslänglich. Vanessa, es tut mir leid, ich kann jetzt einfach nicht. Nico, komm mal rein. Also, ich habe zigmal versucht, Johannes über Cecils Handy zu erreichen. Leider immer nur die Mailbox. Aber Jetzt setz dich erst mal hin. er meldet sich bestimmt bei dir, sobald er die Nachricht erhält. Dazu hätte er oft genug Gelegenheit gehabt. Aber er wird mit Sicherheit reagieren, wenn ich ihm mit Klage drohe. Anno, das kannst du nicht machen. Bitte sprich noch mal mit ihm. Mir zuliebe. Schön. Warten wir, bis er zurückkommt. Versprochen? Ja. Gut, ich fahr dann mal wieder. Johannes meldet sich bestimmt zu Hause. Ja. Tschüss. Tschüss, Nico. Ach Gott, das arme Mädchen sitzt mal wieder zwischen allen Stühlen. Ach, Janas Anhörung vor dem Jugendrichter, wie ist das gelaufen? Da sie noch nie was mit Drogen zu tun hatte und auch geholfen hat, diesen Kevin zu überführen, ist sie mit Sozialstunden davongekommen. In einer Einrichtung für behinderte Kinder. Ist ja noch mal glimpflich ausgegangen. Arno, da diese Anhörung jetzt vorbei ist, meinst du nicht, wir sollten mit Jana reden? Es wäre nicht schön, wenn sie von unseren Schwierigkeiten aus der Zeitung erfährt. Aber bitte erst morgen früh. Ja. War das ein bisschen viel heute? Oh, komm, mach du nicht keine Gedanken. Weißt ja, Unkraut.
Hallo? Ich bin's. Dad? Wie schön, deine Stimme zu hören. Ich dachte, du darfst gar nicht telefonieren in der Untersuchungshaft. Naja, ich kann doch nicht lange reden. Wie geht's dir, mein Engel? Ich mache mir Sorgen um dich. Ich würde dir so gerne helfen. Dann hör mir jetzt ganz genau zu. Bist du gerade allein? Ja. Gut, geh zum Bücherregal. Okay. Dort findest du ein Hörbuch von Silvia. Das hat mir schon einmal ganz neue Perspektiven eröffnet. Hier ist kein Hörbuch. Sieh genau hin, unten rechts. Ach ja, ich hab's. Braves Mädchen. Ich werde gleich morgen in Frau Jones Buch reinhören. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich melde mich wieder. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Schwesterherz. So schweigsam? Hast du nicht gut geschlafen? Vielleicht solltest du Nathalie in dein Bett holen, so zum Trösten. Würde auch gut in deine Sammlung von Sozialfällen passen. Hanna, Evelyn. Stehst du nicht auf solche 0815-Frauchen, die dich anhimmeln? In Sachen Geschmacklosigkeit, da spielst du noch in der ersten Liga. Aber beruflich wirst du nie wieder was erreichen. Vater verabscheut egoistische Verräter wie dich. Oh. Dann willst du ihm also alles erzählen, ja? Könnte ein bisschen peinlich werden, so ganz ohne Beweise. Vater weiß genau, wem er vertrauen kann. Carla, deine Selbstsicherheit grenzt an Realitätsverlust. Darf ich dich daran erinnern, dass du Vater jahrelang belogen hast? Aus Feigheit? Einen wunderschönen guten Morgen. Auf den freue ich mich auch schon, wenn Sie nämlich anstelle meines Vaters im Knast sitzen. Dir kann wohl nichts die Laune verderben. Oder macht es dir sogar Spaß, Großprojekte vor die Wand zu fahren? Carla! Kannst du mich gleich mit in die Holding nehmen? Ich möchte ein paar Sachen von Dad abholen, persönliche Sachen. Du darfst das nicht tun? Ja, aber wir haben uns abgesprochen, er hat zu viel zu tun. Ich fahre jetzt nicht in die Holding, aber ich rufe beim Sicherheitsdienst an. Dann kannst du mit dem Aufzug nach oben fahren. Danke. Wie bitte? Verstehe ich Sie richtig? Kein neuer Kredit? Ach so, ehe der alte nicht vorzeitig getilgt ist. Danke. Das ist genau die Unterstützung, die ich von meiner Hausbank erwarte. Nein, das muss ich nicht verstehen. Wiederhören. Johannes von Lahnstein muss doch seine Schulden bei dir bezahlen. Es fragt sich nur, wann. Diese Gelder sind Lohngelder. Arno wird seine Arbeiter entlassen müssen. Auch Andi? Nein, so weit ist es noch nicht. Kinder, und da liege ich euch hier auch noch auf der Tasche. Ach, Charlie. Ja, ihr habt so viel Sorgen und ich falle euch auch noch zur Last. Und was ist dann mit den 50.000 Euro für Andis Augen-OP? Also ich kann gerne Extraschichten im No-Limits machen, aber... Jana, wir haben gesagt, dass wir die Kosten für die OP übernehmen und dabei bleibt das selbstverständlich. Falls Graf Lahnstein die ausstehenden Summen nicht überweist, werden wir ihn verklagen. So oder so, wir kriegen unser Geld. Und was ist dann mit Brandnerbau? Brandnerbau. Diese Wahnsinnsfirma hat schon schlimmere Stürme überstanden. Was? Oh, der nächste deiner Leute. Brandner? Markus, was kann ich für dich tun? Ich hatte fast vergessen, wie schön und ruhig es hier ist. Die Ruhe trügt manchmal. Geh ruhig zu ihr. Ich muss sowieso wieder an die Arbeit.
Möchtest du lieber allein sein? Ich bin mir im Leben noch nie so verraten und ausgenutzt vorgekommen. Ich will Vater unbedingt die Augen öffnen. Ich will, dass er erfährt, wozu Ansgar fähig ist. Die Frage ist nur, ob er dir glauben wird. Ja, ohne Beweise. Vielleicht solltest du Evelyn noch mal anrufen. Das habe ich auch schon versucht. Sie hat wieder einfach nur aufgelegt. Dann kann Ansgar alles abstreiten. Ja, dann steht Aussage gegen Aussage. Und du willst deinen Vater trotzdem einweihen, sobald er zurück ist? Ich weiß auch nicht, ob es zur Zeit wirklich klug wäre. Ansgar wird darauf vorbereitet sein. Wer weiß, ob er nicht noch was in petto hat. Und im schlimmsten Fall kommst du dann als Lügnerin rüber. Aber zumindest weißt du jetzt, was du von Ansgar zu halten hast. Ja, ich. Aber wer weiß, was er noch vorhat. Es gibt zurzeit niemanden, der Ansgar aufhalten kann. Dein Tag kommt noch, Carla. Ich werde Ansgar diesen Verrat heimzahlen. Darauf kann er sich verlassen. Guten Tag, Frau Jones. Die Sorge um Ihren Schwager scheint Ihnen ja nicht mehr auf die Stimmung zu schlagen. Ja, wissen Sie. Im Leben muss man so einige Schicksalsschläge wegstecken. Sind wir verabredet? Nein, ich dachte nur, Sie hätten vielleicht Besuch. Die Tochter von Beinbach, Vanessa. Ist mit dem Lift in die Chefetage hochgefahren. Ich kann sie nur nirgends finden. Im Moment habe ich leider keine Zeit für Ihre Späße. Ein anderer gern. Wenn ich dann bitten darf. Habe ich es doch vermutet. Auf den Spuren des ehrenwerten Vaters. Nach Hannas Tod war ich erst mal am Ende. Sonst hätte ich Ansgar doch nie von meiner Liebe zu ihr erzählt. Auf einmal war er für mich da, total verständnisvoll. Ja, leider war das alles nur Teil seines Plans. Selbst als wir Kinder waren, war Ansgar manchmal ätzend. Aber das hat zu so einem Ekelpaket mutiert. Hätte ich auch nicht gedacht. Früher war er nicht so hinterhältig und wenn, dann hat er selber ausgebadet. Schau mal. Weißt du noch, als Ansgar uns den mal geklaut hat? Ja, weil er ihn im Teufelsberg testen wollte. Das war ganz schön mutig von ihm. Todesmutig. Ansgar, du kannst diesen Berg nicht runterfahren. Der ist doch viel zu steil. Für Mädchen vielleicht, aber nicht für mich. Hey, spinnst du? Lass mich los. Erst wenn du mir den Schlitten wiedergibst. Darauf könnt ihr lange warten, bis ich runterkomme. Lass mich endlich fahren. Ansgar, nicht. Ja. Bist du verrückt? Ja. Du fährst gleich gegen den Baum. Der Schlitten war hin und Leonard hat sich um den verletzten Ansgar gekümmert. Und das war, glaube ich, eines der wenigen Male, wo Ansgar geweint hat. Na, wenigstens hat er den Schlitten nachher wieder repariert. Siehst du, darüber kannst du inzwischen auch wieder lächeln. Eine Wanze? In meinem Büro? Ja, diese kriminelle Energie muss irgendwie in der Familie liegen. Genau wie das Pech, damit auf die Nase zu fallen. Was machen wir denn jetzt mit ihr? Mich auch umbringen? Wie Rush? Ich wäre ihm schließlich fast auf die Schliche gekommen. Sie sollten sich langsam etwas zurückhalten mit Ihren Anschuldigungen. Ganz abgesehen davon sitzt der wahre Mörder von Rush ja bereits im Gefängnis. Mein Vater ist unschuldig. Das wissen Sie am besten. Wirklich traurig, dass er auf eure miese Intrige hereingefallen ist. Aber gegen so viel Boshaftigkeit hat nicht mal mein Vater eine Chance. Der Ärmste. Trotzdem scheint sich die Diskussion langsam im Kreis zu drehen. Rufen Sie doch den Sicherheitsdienst an. Er soll Fräulein von Beinbach vor die Tür Nicht setzen. nötig. Ich kenne den Weg. Ich krieg die Wahrheit über Rushs Tod noch heraus. Magst du was trinken? Nein. Wie lange arbeiten wir schon zusammen?
Ich will dir nichts vormachen, Jochen. Das sieht also nicht gut aus. Du weißt das ja aus der Zeitung. Aber du kennst doch das Geschäft. Es kann auch wieder aufwärts gehen. Ich komme allmählich in das Alter. Ob ich noch mal einen neuen Job finde. Ich weiß, Jochen. So weit sind wir noch nicht. Ich tue, was ich kann. Ja, ich weiß. Aber das ist noch was. Die ausstehenden Löhne. Die Kollegen müssen ihre Miete bezahlen. Du weißt ja selbst, viele haben... Jochen, ich werde niemanden im Stich lassen. Taxi! Ach, Mist! Ja? Nicht ganz durch. Aber die Verbrecher haben schon kalte Füße und es gibt bestimmt ein Happy End. Dad, ich hol dich da raus. Bestell deiner Frau und den Kindern einen schönen Gruß. Ja, mach ich. Mach's gut. Danke. Ja, jetzt machen Sie schon, Frau Kepler. Die Koffer wirklich alle vor die Tür? Wie oft denn noch? Brauchen Sie es schriftlich? Das sind ja meine Koffer. Sehr witzig, wirklich. Hey, was soll das? Ich dulde keine Schnüfflerinnen in meinem Schloss. Sie ziehen aus. Und so geht es weiter. Irgendwie überrascht mich das hier nicht. Ich entspanne ein wenig, das ist doch nicht verboten, oder? In Cecils Badewanne? Macht's denn wenigstens Spaß, ein bisschen Schlossherrin zu spielen? Ich probe den Ernstfall. Was machst du denn? Warum kommst denn du nicht ins Bett? Ich schreib die Kündigung für die Arbeiter. Das kann doch Frau Ahlers auch morgen im Büro erledigen. Ich glaube, das muss ich selbst machen.